Lass uns heute gemeinsam einen Wassertropfen zeichnen. Wie geht das genau? Bevor wir loslegen, müssen wir ihn kurz analysieren, uns kurz anschauen, wie verhält sich das Licht, sodass es beim Zeichnen uns wesentlich leichter fällt. Also, legen wir los. Du siehst, die Lichtquelle kommt von oben links. Du siehst, der Wassertropfen ist eine Ellipse. Er hat hier oben diese Lichtquellen, diese Lichtpunkte, ist hier ziemlich dunkel und wird nach unten zum Rand hin immer heller, weil sich das Licht hier drin bündelt. Und der Wassertropfen wirft einen Schlagschatten, sodass wir hier unten einen starken Kontrast haben. Also, los geht's, Stift raus. Mein Name ist Ralf Wilhelm Schmidt. Ich bin der Gründer von Schmidt Zeichenwelt und lass uns direkt loslegen. Also, du siehst, ich habe hier den Wassertropfen auf eine Ebene wie ein Grashalm gelegt, sodass wir einen besseren Kontrast haben. Nun, das machen wir auch. Nimm deinen Bleistift und jetzt legen wir uns einfach, indem wir den Bleistift schräg halten, erzeugen wir eine dunklere Fläche. So. Diese Fläche verwischen wir ein bisschen. So, dafür nehme ich hier immer ein Wattepad, bei großen Flächen bestens geeignet. Warum verwischen wir? Naja, dass es ein wenig undeutlich wird, denn der Wassertropfen soll sich ja abheben auf der Fläche. Ja? Also wir lassen jetzt mal nichts frei, sondern wir arbeiten gleich auf einer dunkleren Fläche. Also, legen wir los. Wir haben gesagt, der Wassertropfen ist eine Ellipse. Du siehst hier übrigens einen Ausschnitt aus dem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, das 62. Übungsblatt. In diesem Zeichenkurs erkläre ich, wie du Schritt für Schritt Motive aufbaust, sie in 3D zeichnest, sie realistisch zeichnest, aber auch die richtige Perspektive lernst. Alles Weitere findest du im Link unten in meinem Profil in der Beschreibung. So, aber jetzt legen wir los. Also wir haben einen Wassertropfen. Lass uns eine Ellipse zeichnen. Die Form ist erstmal zweitrangig, denn der Wassertropfen ist immer verschieden. So, unten wird der Wassertropfen, zeichnen wir den Wassertropfen etwas dunkler. Ja, das Licht, ich zeichne mal das ein, kommt von hier. Das heißt, hier ist die lichtabgewandte Seite und hier kannst du das schon mal dunkler machen. So. Dann legen wir uns mal hier so einen Lichtpunkt fest, ja. Und hier oben fangen wir jetzt ganz einfach an, den Tropfen dunkler zu machen. Erinnere dich, von dunkel gehen wir langsam nach hell. Verstehen den Wassertropfen wie eine Halbkugel, ja. So. Dazu kannst du hier einfach die Schraffurtechnik nehmen. So, hier oben, wie gesagt, dunkler. Ich habe hier einen 4B-Stift, einen Fallbleistift. Versucht, da wir das Kugelprinzip haben, das habe ich schon oft erklärt in meinen Videos, dass das Licht rumgeht, wie um eine Kugel. Ja? Nur ist die Kugel hier eine Halbkugel und die ist durchsichtig, aber das Licht wird nicht plötzlich unterbrochen, sondern sanft um diese Oberfläche rumgelegt. Ja? Also den Wassertropfen kannst du dir ja letztendlich so vorstellen von der Seite. Ja? Hier hat er dann sein reflektiertes Licht und so zeichnen wir den. Ein Querschnitt zu wissen ist immer sehr, sehr gut. So. Also, wir gehen hier noch weiter, werden hier noch dunkler, was auch bedeutet, dass wir ein wenig mehr aufdrücken. Ich wechsle nicht den Stift und versuche jetzt hier unten das auslaufen zu lassen. Ja.
und hier oben noch ein bisschen dunkler zu werden durch den Druck. Dadurch haben wir auch zu der unteren Fläche, beispielsweise ein Grashalm oder ein Blatt kann das sein. Darum wollen wir uns jetzt aber nicht kümmern. Da kannst du dir selber etwas ausdenken. So, also zart den Übergang von hier nach hier gestalten. Ja. So, die Lichtquelle holen wir uns schon mal ein bisschen raus mit einem Stiftradierer. So machen wir das wieder schön hell. Und du siehst, alleine dadurch, dass wir nur die Lichtquelle etwas heller machen, wirkt das Ganze schon. Ja? So, jetzt nehmen wir uns mal den Papierwischer und verwischen das Ganze. Warum verwischen wir das? Naja, dass wir einen zarten Übergang bekommen. Ja? Von dunkel nach hell. Das hier unten werde ich gleich noch etwas aufhellen. Ja? So, also hier dunkel und nach unten hin zum Wassertropfen immer heller. So kannst du auch sehen, was so ein ja, realistisches Zeichnen letztendlich erzeugt. Ja? Also wie man verschiedene Schichten aufbaut. Jetzt nehme ich mir einfach einen Knetradierer, forme den dementsprechend und mache das hier unten wieder ein wenig heller. Also ich lockere das auf sozusagen, dass ich hier in Übergang komme und dass der Tropfen unten heller wird. Ja? Denk dran, auch dabei immer schön der Form folgen. Ja? Wir brauchen hier wirklich zarte Übergänge. So. Was hat der Tropfen noch? Der Tropfen hat hier unten einen Schlagschatten. Ja? Der Tropfen hat ja eine gewisse Höhe und deswegen wirft er auch einen Schatten. Und den zeichnen wir uns einfach hier so wie einen Halbkreis. Wir gehen praktisch mit den Tropfen mit und gehen hier rum. Ja. Die Genauigkeit des Schattens spielt keine Rolle. Wir wollen hier keine Wissenschaftler sein, sondern zeichnen. Und diese Fläche machen wir jetzt richtig schön dunkel, damit wir hier unten einen schönen starken Kontrast bekommen. Ja. Erstmal den Stift etwas breiter nehmen, dass sich die Fläche schneller füllt. Und du siehst auch schon den Effekt, wie das geht, dass das hier Stück für Stück immer dunkler wird. Ja. So, jetzt nehme ich wieder die spitze Seite des Stiftes. Oh, bisschen vermalt hier. Das passiert immer, wenn man ein bisschen zu schnell ist. So. Direkt am Wassertropfen, hier meine ich, ist der Schatten etwas dunkler. Nennt man auch Kernschatten. Ja. Je weiter sich der Schatten vom Objekt befindet, je heller wird er letztendlich wieder, weil nicht weniger, sondern in dem Fall mehr Licht dran kommt. Ja. So. Jetzt ist ja der Schatten beispielsweise hier in dem Kernbereich noch nicht richtig dunkel. Um den Wassertropfen jetzt noch weiter rauszuholen, nehme ich mir jetzt einen sehr dunklen Stift, das ist ein 12B, ein Bleistift, und gehe nochmal in diesen Kernbereich rein. Warum? Damit ich hier zu dieser Fläche des Wassertropfens zum unteren Teil einen schönen Effekt bekomme. Ja, einen schönen Kontrast, dass es hier dunkler ist und der Wassertropfen praktisch noch weiter rauskommt. Wie gesagt, das sind immer diese
runden Flächen, die etwas mehr Zeit benötigen. Würden wir ein Quader zeichnen, geht das natürlich schneller, weil die Flächen alle klar voneinander getrennt sind. So. Und denkt dran, beim Zeichnen geht es nicht, ich zeichne jetzt auch nicht nach der Vorlage, hier irgendetwas abzuzeichnen. Ja. Es geht darum, wir studieren ein Objekt, schauen, wie sich die Form, wählen eine Perspektive, wählen die Lichtquelle. Aber es ist immer gut, das Objekt vorher zu beobachten, also sich anzuschauen und dann zu zeichnen. Ja, dass man einen bestimmten Effekt hinbekommt, denn der Wassertropfen sieht immer gleich aus. Also er hat die gleichen Gesetze, wenn die Lichtquelle die gleiche ist. Ja, die Form ist natürlich immer anders, je nachdem. Ja, das soll uns aber nicht interessieren, denn du kannst ja beliebig viele Wassertropfen zeichnen oder üben dann. Einfach mehrere zusammen kombinieren. So, und hier haben wir jetzt ja, hatte ich ja alles verwischt. Hier gehe ich jetzt noch mal rein, damit es hier ein bisschen dunkler wird wieder. Ja. So. So, wir werden gleich noch einen weiteren Lichtpunkt dazusetzen, hier daneben, dass der Tropfen noch ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Ja. Ich mache den hier auch noch ein bisschen dunkler, um den noch mehr von hier, von dem Untergrund abzuheben. Ja. Also es geht jetzt erstmal nur um das Prinzip des Tropfens zu verstehen, ja. Ach so. Oh, jetzt habe ich ein bisschen rüber gezeichnet. Kein Problem. Nehmen wir einfach wieder raus. So, siehst du? So, der Lichtreflex ist ja auch nicht so, wenn man so will, so rund, ja. So, jetzt haben wir hier den Wassertropfen fast fertig. So. Ich habe mal kurz eine Bitte. Wenn du magst, drück mal kurz rechts hier auf den Abo-Button, wenn dir das Video gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, drück trotzdem drauf. Kommen mir noch weitere. Ja, also wenn es dir hilft, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du Fragen hast, schreib es einfach in die Kommentare, was dich interessiert oder was dich beschäftigt oder welches Ergebnis du erreicht hast beim Zeichnen, ja, sodass wir einen Austausch haben. Gib mir auch gerne ein Like. So, das freut mich, ja. Einfach mal kurz die Zeit nehmen und auf den Button drücken. So, jetzt machen wir uns noch eine Lichtquelle hier neben rein, ja, dass der Tropfen ein wenig dynamischer wirkt. Okay? So, einfach hier, ja, noch etwas zusätzlich, ja. Spielt keine Rolle, wie wichtig ist, dass wir hier auch nochmal einen gewissen Helligkeitsunterschied haben, dass man hier wirklich schön einen schönen Kontrast erzeugt und den Tropfen eine gewisse Lebendigkeit gibt, ja. Jetzt können wir noch am unteren Rand, du siehst schon, ich hole die Mine von dem Anspitzer ein wenig mehr raus. Können wir ja auch noch ein bisschen einen kleinen Effekt machen und den Rand hier auch noch ein bisschen heller machen. Ja, Zeichnen lebt immer von den Gegensätzen, weißt du? Ja, so haben wir nochmal einen schönen Effekt. Und damit kann man halt wirklich sehr viel umspielen letztendlich, ja. So siehst du, der wird immer lebendiger. Und es ist gut, wenn du auch frei zeichnest, ja. Wie sagt man immer, Versuch macht klug, ja. Dadurch erfährst du, was geht. Also wie viele Reflexe kannst du reingeben und wo sagt man denn, naja, wäre besser, wenn ich jetzt aufgehört hätte mit den Reflexen, ja, wenn es zu viel wird. Dann kannst du die einfach wieder rüber zeichnen und dann ist es halt so, ja. Aber wie will man die Grenze ausloten, wenn man nicht bis an die Grenze geht? Das ist im Leben so und beim Zeichnen ist es auch nicht anders, ja. So. Du siehst, wir haben jetzt hier diesen Tropfen
Und wir haben jetzt diesen gezeichnet, den haben wir gezeichnet. Und das Wichtige ist, glaube ich, immer das Prinzip zu verstehen. Ja? Also probier das ruhig aus. Mit dem Zeichnen, wie gesagt, du brauchst immer ja, du musst den Druck sehr gut variieren in der Hand, dass du halt wirklich ganz zarte Übergänge bekommst. Ja, und das mit den Übergängen erkläre ich ja auch in dem Kurs. Das ist übrigens das Workbook dazu, das es dazu gibt, zu dem Online-Zeichenkurs. Ja, wie Übergänge gemacht werden, erkläre ich auch, ja, vor allen Dingen an verschiedenen Formen. Was bedeutet Übergänge? Wie kommen wir von hell, in dem Fall vom Dunklen ins Helle rein? Was hier bei einer Kugel, beim Quader oder beim Zylinder natürlich besonders wichtig ist. Da gibt es verschiedene Techniken. Aber das Licht läuft, wie gesagt, um so eine Kugel herum, um alles kugelförmig. Ja, und wird nicht plötzlich abgelenkt. Dadurch zeigen wir diese runde Form. So, dann sind wir fertig, haben den Wassertropfen relativ schnell gezeichnet. Wie gesagt, man kann den viel realistischer zeichnen. Darum geht es aber überhaupt nicht, denn jeder hat eine andere Stufe von Realismus. Will man Fotorealismus, Hyperrealismus? Ich finde, dein eigenes Gefühl sagt dir, wann hast du genug? Wann gefällt dir der Wassertropfen? Wann denkst du, du kannst den Wassertropfen berühren? Also einfach, dass er dir gefällt. Denn ich bekomme oft die Frage gestellt, ja, wann höre ich denn nun auf? Wann ist denn Schluss? Ja, ganz einfach, wenn dein Gefühl sagt, da ist Schluss. Und nicht dein Verstand sagt, er muss noch besser, noch besser, noch besser. Denn was bedeutet denn noch besser? Wo ist denn der Maßstab des noch Besseren? Ja? Wichtig ist, dass du den Tropfen fühlen kannst, dass du denkst, ja, genau so habe ich ihn gesehen draußen. Und dann ist das ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man halt den Wassertropfen lebendig zeichnen kann. Ja, so, das war ein weiteres Video von Schmidt Zeichenwelt. Wie gesagt, folge mir gerne, abonniere meinen Kanal und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmidt Zeichenwelt wiedersehen. Bis dahin, viel Freude beim Zeichnen.